Hallo, mein Name ist Marika, aka Little Vegan Power Girl, und heute schauen wir uns meine Top 5 Tipps an, um vegan zu werden und vegan zu bleiben. Los geht's! Seit knapp 10 Wochen veranstalte ich hier in Schweden jetzt schon Meal Prep Abende, wo wir zusammenkommen und vegan kochen. Und so viele von euch haben mich nach Tipps gefragt, die euch bei der Umstellung auf vegan helfen könnten, worauf ihr achten sollt, was ich damals gemacht habe, als ich auf vegan umgestellt habe. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich jetzt dieses Video drehe und euch mal meine Top 5 Tipps zusammenstelle. Vorab möchte ich noch sagen, ich bin unglaublich stolz auf all diejenigen da draußen, die versuchen, mehr vegane Gerichte in ihren Alltag einzubauen oder vielleicht sogar ganz auf vegan umzustellen. Für euch mega Thumbs up. Ich bin super stolz auf euch. Ich hoffe, dass diese Tipps euch ein bisschen helfen können. Darum legen wir jetzt gleich mal los mit Tipp Number 1, Perspektivenwechsel. Eine vegane Ernährung ist in keinstem Sinne eine Verzichternährung, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst eigentlich essen, so viel du willst. Vor allem da Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte haben viel weniger Kalorien für ein viel größeres Volumen. Das heißt, du kannst so viel essen, bis du satt bist, in großen Mengen, ohne dass du Angst haben musst, dass du zu viel Kalorien zu dir nehmen musst. Das ist vor allem für jemanden wie mich, der leidenschaftlich gern isst, und zwar auch sehr große Mengen immer. Für mich ist das perfekt, weil ich muss nie ein schlechtes Gewissen haben, dass ich zu viel Kalorien zu mir nehmen könnte. Wenn Leute anfangen, vegan zu werden oder einfach nur an Veganismus denken, dann denken sie meistens an all die Sachen, die man plötzlich nicht mehr essen kann. Da fällt dann Fleisch weg und Milch und Eier und Käse. Und wenn man sich auf das fokussiert, dann fühlt es sich natürlich schlecht an, weil man plötzlich etwas nicht mehr haben kann. Aber ich muss sagen, für mich war die Wahrnehmung immer das Gegenteil. Ich habe gar nicht gesehen, was plötzlich wegfällt, sondern stattdessen habe ich gesehen, was ich dazu bekomme. Wenn zum Beispiel Kuhmilch, kann ich dann nicht mehr essen. Aber dafür bekomme ich Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmilch, Kokosmilch, Reismilch, so viele andere Alternativen, die plötzlich mein Repertoire an Lebensmitteln bereichern. Genauso mit Joghurt. Joghurt fällt weg, dafür kriege ich Sojajoghurt oder Haferjoghurt oder Lupinenjoghurt. So viele tolle neue Sachen, die man entdecken kann. Kokosjoghurt. All die Sachen kommen plötzlich dazu. Oder okay, Fleisch fällt weg. Fleisch fällt weg, dafür bekomme ich Tofu, Tempeh, Sojaschnitzel, Quinoa-Nuggets, Jackfruit, Pulled Mushrooms, Pulled Peas, all diese tollen Alternativen, die entwickelt werden, dir genau das geben, was du vorher auch hattest, nur halt als vegane Version. Und das finde ich so toll an veganen Lebensmitteln. Die, finde ich, spiegeln perfekt diese Intelligenz und Kreativität der Menschen wieder. Sie wollen ein Produkt ersetzen und so viele Alternativen kommen raus. So viele Leute haben sich Gedanken gemacht und haben eine Lösung gefunden für dieses eine Problem. Und da kann wirklich jeder findet, was für einen passt. Und das finde ich einfach so genial. Ich liebe es, neue Produkte zu entdecken. Ich habe gefühlt, jede Woche kommt ein neues veganes Produkt raus. Also ich habe in keinster Weise das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss oder ich mich einschränken muss, sondern ich habe so viel Neues dazu bekommen. So, und Tipp Nummer 2, Wissen aufbauen. Was mir persönlich immer total hilft, wenn ich mich an was Neues herantaste, ist einfach zu researchen und mein Background-Wissen darüber aufzubauen. Meine vegane Reise hat damals angefangen, dass ich mir die Dokumentation What the Health angeschaut habe, und so ist das Interesse geweckt worden von tierischen Lebensmitteln und dem Zusammenhang zu der Gesundheit des Menschen. Und genau über diesen Aspekt bin ich eingetaucht in meine Research und habe angefangen, Bücher zu lesen, habe mir das Buch geholt, Die Fleischlüge oder How Not to Die von Dr. Michael Greger, und habe in YouTube nach Videos geguckt, habe nutritionfacts.org entdeckt, wo richtig toll Studien zusammengefasst wurden und die Ergebnisse erklärt und in kurzen Sequenzen von 3 bis 5 Minuten einfach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, weil es ist gar nicht so leicht, an Studien zu kommen. Einerseits sind die natürlich kompliziert geschrieben und schwer zu verstehen, die meisten auf Englisch, aber sie sind meistens auch noch auf Universitäts- oder Fachportalen nur veröffentlicht und oft muss man auch noch Geld dafür zahlen, damit man sie lesen kann.
Ich werde in der Zukunft auch mal ein Video machen und werde erklären, wie man genau eine Studie liest, wo man doch Zugriff hat auf Studien, wie man analysiert, wie ein Studienaufbau ist und wie man erkennen kann, von wem die Studie gesponsert wurde. Genau, aber über den Aspekt von Gesundheit bin ich dann weiter zu dem Umweltaspekt und habe mir da Dokumentationen angeguckt wie Cowspiracy oder Seaspiracy oder auch kurze Dokumentationen von Arte oder so, wo es um den Zusammenhang von Massentierhaltung und der Umwelt geht. Ob es jetzt die Abholzung des Regenwaldes ist, die Verpestung des Wassers oder der Luft oder die Entstehung von Bakterien in diesen Massentierhaltungsstellen. So über die Massentierhaltung bin ich dann letztendlich auch beim Ethikaspekt gelandet und habe mir da Earthlings angeschaut oder The Land of Hope and Glory oder später dann Dominion. Super interessante Dokumentarfilme und natürlich auch Undercover-Aufnahmen von Tierschutzorganisationen. Es war auch brutal zum Anschauen, aber ich finde, sowas sollte man unbedingt mal gesehen haben. Und das nicht nur als Veganer, sondern einfach generell jeder sollte wissen, wo das Essen herkommt. Da werde ich euch auch mal ein Video dazu machen. Welche Dokumentationen muss man als Veganer unbedingt gesehen haben? Und auch als Nicht-Veganer. So, und all das bringt uns schon zu Tipp Nummer 3. Schreib dir auf, warum du vegan geworden bist. All das neue Wissen, das ich bekommen habe durch meine Research, hat mich in meiner Entscheidung nur noch bestärkt, dass es genau das Richtige war, vegan zu werden. Und ich habe für mich so viele neue Gründe entdeckt, die sich zu meinen ursprünglichen Gründen, vegan zu werden, dazugesellt haben. Und so habe ich mich einfach mal an einem Tag hingesetzt und habe mir runtergeschrieben, all die Gründe, die mir eingefallen sind, die mich eigentlich dazu bewegen, warum ich vegan werden will. Und das finde ich ist eine so wichtige Übung, denn das zieht den Fokus von den potenziellen Dingen, die wir nicht mehr tun können, wie zum Beispiel kein Fleisch essen, und rückt den Fokus viel mehr auf die Sachen, die wir dazu gewinnen. Zum Beispiel, dass plötzlich durch den Verzicht auf Fleisch kein Tier mehr sterben muss. Oder dass wir nicht mehr weiter beitragen dazu, dass der Regenwald abgeholzt wird. Und so ist diese Verschiebung des Fokuses von dem, was wir aufgeben, zu dem, was wir gewinnen, ist so wichtig. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Und so würde es mich auch super freuen, wenn ihr euch mal hinsetzt und aufschreibt, warum seid ihr eigentlich vegan geworden? Was hat euch dazu bewegt? Seid ihr vegan für die Umwelt oder für die Tiere oder für die Gesundheit? Oder vielleicht für alles drei? Und könnt ihr vielleicht sogar noch spezifischer werden? Zum Beispiel, anstatt nur zu sagen, ich bin vegan für die Tiere, könnt ihr vielleicht ein richtiges Beispiel heraussuchen und sagen, ich möchte nicht weiter Eier konsumieren, weil ich nicht unterstützen möchte, dass jedes männliche geborene Küken direkt nach der Geburt bei lebendigem Leib geschreddert wird. Wenn ihr so spezifisch die Sachen aufschreiben könnt, dann hilft es euch auch später total, wenn ihr mal in einem Gespräch seid und jemand sich dafür interessiert, warum ihr denn vegan geworden seid, dann könnt ihr dem viel mehr Informationen geben und der kann viel mehr damit anfangen, als wenn man nur sagt, für die Tiere. Der hat zwar einen groben Gedanken, was es heißt, aber wenn man so ausführlich noch ein Beispiel bringt, bleibt es viel besser hängen. So, und Tipp Nummer 4, versuch nicht perfekt zu sein. In deiner Research wirst du früher oder später auf Begriffe wie Whole Food Plant-Based oder Raw Vegan stoßen. Und ich weiß, am Anfang der veganen Journey will man gleich alles perfekt machen und so, jetzt starte ich durch und diesmal fange ich direkt perfekt an. Und versuche dann keine Fertiggerichte mehr, kein Öl, kein Zucker, am besten glutenfrei und natürlich muss alles Zero Waste sein. Aber das hält keiner durch. Von meiner eigenen Erfahrung und jeden, den ich kenne, hat dasselbe durchgemacht und man heißt sich viel zu viel auf und dann scheitert man und fühlt sich schlecht dabei. Studien haben gezeigt, man braucht zwischen 21 Tagen und 2 Monaten, um eine neue Gewohnheit sich anzueignen und die beizubehalten. Deswegen übernimm dich am Anfang nicht. Nutze am Anfang all diese Ersatzprodukte, die auf dem Markt sind und dir dabei helfen, einfach vegan zu sein. Und dann, wenn du da sicher bist, kannst du nach und nach immer mehr Whole Food Plant-Based Gerichte einbauen und immer mehr auf Fertigprodukte verzichten und dann beim Kochen vielleicht auch auf Öl. Aber Step by Step, weil sonst übernimmt man sich und man hält es nicht durch, fühlt sich schlecht und gibt dann vielleicht sogar auf.
Und es wird durchaus der Moment kommen, wo du vielleicht scheiterst, wo du schwach geworden bist und vielleicht doch ein tierisches Produkt gegessen hast oder in einer Situation warst, wo du mit Leuten unterwegs warst und du dich in eine Ecke gedrängt gefühlt hast und dann doch was Tierisches gegessen hast. Und das ist auch okay. Und jeder macht mal Fehler und das Wichtigste ist, sich wieder aufzurappeln und weiterzumachen. So, und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 5, lerne vegan zu kochen. Am Anfang ist es super wichtig, dass du dir 2 bis 3 Rezepte raussuchst, die du lernst und die du gut kochen kannst. Und das werden dann deine Go-To-Rezepte, wenn es irgendwann mal schnell gehen muss oder du einfach nicht weißt, was du kochen sollst. Bei mir war das am Anfang Thai-Curry mit Tofu und Gemüse und Gnocchi mit Pilzen und veganer Sahnesoße und selbstgemachter Hummus. Ich kann auch nur empfehlen, dass ihr euch zum Beispiel auf Pinterest ein eigenes Kochbuch anlegt und da eure veganen Lieblingsrezepte zusammensucht. Denn heutzutage, wo Veganismus immer beliebter wird, findet man auch im Internet unendlich viele vegane Rezepte, die ihr nachkochen könnt. Auf Pinterest gibst du oben einfach in der Suche nach Vegan Recipes ein und du bekommst unendlich viele Gerichte vorgeschlagen. Oder du suchst direkt nach einem Gericht, das du vegan kochen möchtest. Zum Beispiel Spinatlasagne vegan. Und du findest direkt, was du brauchst. Auch YouTube ist eine super Quelle, um vegane Rezepte zu finden. Da gibt es den Channel wie zum Beispiel Avantgarde Vegan oder Cheap Lazy Vegan heißt der, glaube ich. Da kann man auch super die Videos angucken und dann kriegt man richtig Lust darauf, die nachzukochen. Im Zusammenhang mit Kochen, ein weiterer Tipp, der mir unglaublich geholfen hat, war, nachdem ich einigermaßen gelernt habe, ein veganes Rezept zu kochen und es gut geschmeckt hat, wollte ich das direkt teilen mit meinen Freunden. Und dann haben wir uns verabredet, waren zusammen einkaufen und dann sind wir zu mir und haben zusammen das Essen vorbereitet, dann zusammen gekocht und haben einen richtig schönen Abend gehabt. Vielleicht am Abend sogar noch eine Doku angeschaut, vielleicht eine vegane Doku. Und so hat veganes Essen und vegan Kochen mich mit meinen Freunden noch viel enger zusammengebracht und ganz im Gegenteil überhaupt nicht isoliert. Das kann ich wirklich nur empfehlen, einfach die Freunde mit ins Boot zu nehmen und da zusammen mal zu kochen und denen zu zeigen, wie lecker veganes Essen eigentlich schmecken kann. Das wissen nämlich viele gar nicht. Die denken, vegan ist nur Salat. Und so habe ich auch für mich entdeckt, dass Kochen und veganes Essen teilen mit Leuten ist meine Art, veganen Aktivismus zu machen. I spread the vegan message with love through cooking. So, das war's erstmal für dieses Video und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und falls ja, würde ich mich mega freuen, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Denn um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen nervös, denn das ist mein erstes Video, was ich gedreht habe. Und ich habe natürlich auch versucht, alle eure Fragen zu beantworten und wirklich gute Tipps zusammenzusuchen, die euch helfen bei der Umstellung auf vegan. Schaut am Ende auf jeden Fall auch nochmal unten in der Box vorbei, weil ich habe euch eine Menge Links dagelassen für weitere Informationen. So, das war's jetzt aber auch wirklich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Little Vegan Power Girl.